So I worship the sun. But I don't pray to the sun. You know who I pray to? Willkommen im Vene! Be my Maus. Be my. Mein Name ist Lea, ich bin 33 Jahre alt. Mein Name ist Resi und ich bin 32 Jahre alt. Wir sind zwei Schwestern aus Wien. Ich arbeite auf der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Informatik. Ich bin in der Sozialarbeit. Okay, ich bin Lisa. Ich bin 30 Jahre alt und ich lebe in Wien. Und ich arbeite an 2 Filmfestivals, die ich leite. Auch schon seit einigen Jahren und das ist wirklich viel Arbeit. Aber schön. Mischa, mein Name, 36 Jahre und als Flüchtlingsbetreuer tätig, ursprünglich aus Oberösterreich. Dann sagst du, um 4 sind wir sicher daheim. Wien ist an und für sich eine ziemlich coole Stadt, wenn auch eine recht kleine. Ich komme immer wieder drauf, dass in Wien sich jeder kennt. Das ist recht interessant. Ich kenne niemanden in Wien. Also man kann durch Wien immer wieder neu gehen mit einem anderen Blickwinkel. Im Moment entdecke ich die Space Invader. Also. Ich liebe Wien einfach, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Aber das ist nicht der einzige Grund. Also es ist eine Großstadt und es gibt sehr wenig Kriminalität. Es hat eine hohe Lebensqualität und ich mag das einfach, vor allem hier, wo wir da leben, in dem Bezirk. Sind zwar gewöhnungsbedürftig und nicht so nett wie in anderen Großstädten, aber auf der anderen Seite weiß man auch, was man kriegt. Ja? Ich meine, die sind so ein bisschen grantig und ein bisschen nicht so nett, aber auf der anderen Seite ehrlich. Man kann nicht wahnsinnig viel Party machen hier. Und dann sagst du, um 4 sind wir sicher daheim. Also, letzte Woche gab es zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte Österreichs eine Volksabstimmung zum Thema Wehrpflicht. Soll die Wehrpflicht weiter so bestehen, wie sie jetzt ist und sie ist eine Katastrophe? Oder soll sich das Land in Richtung Berufsheer? Ich war im Endeffekt 3 Tage beim Bundesheer, trotz meiner angeborenen Hörschwäche. Look, Hörgeräte. Und trotz meiner Hörschwäche wurde ich eingezogen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, als untauglich eingestuft zu werden. Daraus ist leider nichts geworden. Ich persönlich habe wirklich lange überlegt, ob ich hingehen soll zu dieser Wahl und habe dann beschlossen, das nicht zu tun, weil ich weder für das eine noch für das andere stimmen kann. Eigentlich als Pazifistin finde ich weder das eine noch das andere Konzept interessant. Ersten Tag, als ich den Morgenbefehl meines Offiziers nicht richtig verstanden und demnach falsch gehandelt habe, musste gleich die erste Nacht meine Waffe durchputzen und immer wieder zerlegen und zusammenbauen. Am zweiten Tag, während meine Kollegen Mittagessen waren, musste ich vor der Mensa auf und ab marschieren. Und am 3. Tag bin ich dann umgekippt. Kollaps. Mal schauen, was das wird. Das ist nicht sehr spannend und in Österreich ist es generell schwierig, Reformen durchzusetzen. Ja, die Leute sind da oft total verbohrt. Ja. Es ist ein eigenartiges Volk. Aufgeschlossen, sympathisch, aber Reformen, schwierige Sache. Und dann kam ich noch 10 Tage in ein Heeresspital und ja, und danach wurde ich doch entlassen. Das war Freiheit pur, der schönste Tag in meinem Leben vielleicht.
Darum bedeutet für mich Bundesheer in Österreich oder allgemein eigentlich dieser Wehrdrill, also sinnloses Drillen und eigentlich Demütigung vom Menschen. Ich sag, das möchte ich sehen, dein Glas ist ja noch voll. Eine österreichische Wiener Spezialität. Das in unsere Dachlawinen stecken. Wenn der Schnee vom Dach tropft, hält das die Passanten fern, damit der Schnee einem nicht auf den Kopf tropft, wenn er schmilzt. Aber sie stehen da überall an jeder Ecke. Ich mag die Oper in Wien irrsinnig gern. Das Gebäude an sich finde ich, ja, es ist irgendwie warm, groß, es ist kleiner, es ist irgendwie alt, alte Tage. Oper bedeutet für mich Hochkultur, also hoch bezahlt, hoch gefördert, die Akteure dabei und ja, viele vom Publikum gehen wahrscheinlich in die Oper, damit sie einfach mal einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr was Kulturelles machen. Gehen gar nicht so hin wegen dem Inhalt, sondern mehr um sehen und gesehen zu werden. Frisuren, die Outfits, das ist eine Fashion-Show für sich wirklich. Also ich mag das an der Oper gern, das Publikum. Es sind aber verschiedene Schichten von Menschen. Das ist Im Gegensatz dazu gehe ich halt in ein eher kleineres Theater oder kleinere Performances, kleinere Theaterstücke um des Inhalts wegen, weil ich mir denke, auch die Macherinnen des Stücks oder der Performance haben sich da was dabei gedacht und machen nicht eine bloße Publikumsinszenierung, sondern geht halt wirklich noch um die Inhalte, um Themen, um Zugänge zu Themen. Gestern, wir waren also spontan in der Oper, das war toll. Es war eine riesen Premiere, großes Trara, nachher irrsinnig viel Applaus, 15 Minuten Standing Ovations. Sie war in einem ziemlich modernen Setting angesiedelt, vielleicht in den 30er Jahren, 40er Jahren und eigentlich ein riesiger Spaß. Und ja, das finde ich eigentlich ganz spannend an der Alternativkultur im Gegensatz zu der Hochkultur. Und da ließe sich natürlich darüber viel und lang und genüsslich streiten. Hochkultur versus Alternativkultur. Und das ist natürlich super, also ich mag das am meisten zu beobachten. Wer sieht sich was an, wer interessiert sich wofür, wer nimmt was wahr, das ist cool. Das mag ich gerne. Aber ja, vom Gefühl her, irgendwie jeder Abend in der Oper ist für mich was Besonderes, egal was man macht. Ich mag das einfach gerne, mich unter die Leute so zu mischen. Ja, das ist eigenartig und schön. Ich meine, es ist großartig, eine Schwester zu haben. Das ist immer super. Das ist immer super. Nein, das ist nicht immer super. Es gibt auch viele Schwestern, die sich gar nicht verstehen. Aber wir verstehen uns Wir sehr verstehen gut. uns Gott sei Dank sehr gut, das stimmt. Das war aber auch nicht immer so, gell? Ich glaube, es war schon immer so, nur hat man einfach diese typischen Probleme, die man einfach hat miteinander, wenn man jung ist. Man muss sich halt ein bisschen aneinander reiben. Ja. Und ich meine, klar, anfangs war ich, glaube ich, einfach scheiße eifersüchtig, dass du überhaupt da warst. Ja, als Kleinkind jetzt. Ja. Ganz als Kleines, ja. Gehört das nicht zu Das Hause. hat mich wahnsinnig gemacht. Wir Ja. haben so gestritten. Wir haben echt gestritten. Aber abgesehen davon haben wir uns relativ gut verstanden. Eigentlich oder? schon. Und was auch ziemlich cool ist, wir fahren nie auf die gleichen Männer ab. Nee, genau. Ich glaube, das unterstützt unsere Freundschaft ziemlich. Aber umgekehrt auch, die gleichen Männer würden nie auf uns abfahren, also nicht auf beide. Das stimmt, wir sind Gott sei Dank recht unterschiedlich. Wir sind sehr unterschiedlich. Ja. Ich bin eine Maus. Und die Leonie. Richtig. Wir lieben uns. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wann sind wir endlich daheim? Botschaft an die Welt. Okay, meine Message an die Welt ist Leben und Leben lassen. Ich glaube, nicht für sich selber leben, das wäre gut. Genau, durchs Leben gehen und niemanden ernsthaft irgendwie verletzen. Ich sage ja, Leben und Leben lassen. Ja. Ja.